Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu meinem neuesten Film. Heute soll endlich das Geheimnis um den fliegenden Förster von Grüna, Baumgarten, gelüftet werden. Wer war Baumgarten? Er hat 20 Jahre vor Graf Zeppelin das fliegende, lenkbare Luftschiff erfunden. Und warum heute kein Mensch mehr etwas von Baumgarten, sondern alle nur von Zeppelin wissen, das soll heute Thema des Films sein. Und dazu möchte ich euch zu einem kleinen Spaziergang am westlichen Stadtrand von Chemnitz einladen, rund um Chemnitz-Rabenstein-Grüna. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Unseren Frühlingsspaziergang, der uns unter anderem auf die Spuren des fliegenden Försters, welcher wie erwähnt Graf Zeppelin 20 Jahre zuvor kam, und noch auf viele weitere spannende historische Begebenheiten führen wird, beginnen wir heute in Chemnitz an der Klinik Carolabad. Zunächst laufen wir einige hundert Meter die Riedstraße entlang auf der gelben Markierung. Wer die Wanderung auf dem Rabensteiner Höhenzug mitverfolgt hat, der weiß jetzt Bescheid. Bei der ersten Möglichkeit biegen wir rechts ab in den Wald und folgen zunächst weiter auf der gelben Ausschilderung vorbei an der Gartensparte mit dem wunderschönen Namen Eigner Fleiß. Heute gehen wir aber nicht hoch zur ehemaligen Abzweigstelle Grüna, sondern nutzen den Weg mit dem grünen Querstrich und genießen diesen schönen, schmalen Pfad. Am Forsthaus Grüna angekommen, biegen wir nach links auf die Straße ab. Aber nicht ohne einen Blick auf den Gebäudekomplex auf der linken Seite geworfen zu haben. Denn hier finden wir erneut Geschichte pur. Denn für alle, die denken, Grüna ist ein ganz gewöhnliches Dorf wie so viele andere, der täuscht sich. Grüna war doch tatsächlich einmal ein Luftkurort. Doch lasst mich dazu ein wenig weiter ausholen. Chemnitz machte nämlich einen wirtschaftlich rasanten Aufschwung. Die Industrie blühte zu Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auf, was der Stadt den Beinamen das Manchester Sachsens einbrachte. Da diese hohe Industrialisierung jedoch auch mit einer sehr hohen Luftverschmutzung einherging, bekam die Stadt einen zweiten, wesentlich unrühmlicheren Spitznamen im Volksmund verpasst: Ruß Chemnitz. Die Folge davon: die Menschen, zumindest diejenigen, welche es sich leisten konnten, strebten eine gesündere und natürlichere Lebensweise an. Schließlich trat mit Bertrand Staringer eine interessante Persönlichkeit auf den Plan. Staringer war eigentlich ein Autodidakt, welcher sich im Laufe der Zeit zum Naturheilpraktiker weiterbildete. Schließlich führte ihn sein Werdegang auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität hierher nach Grüna. Der Standort war ideal. Reichlicher und wunderbarer Wald, gute Bahnanbindung, dazu die nahe Industriestadt. So kaufte er das damalige Schützenhaus, welches uns heute als Forsthaus bekannt ist, dazu ein benachbartes Grundstück und schon konnte er beginnen, seine Pläne umzusetzen. Er errichtete eine Kuranstalt, welche 1893 eröffnet wurde. Sein Konzept ging voll auf. Vom Frühjahr bis Spätherbst war seine Kureinrichtung meist voll belegt. Seine Gäste kamen nicht nur aus den nahen Chemnitz oder Zwickau, sondern selbst aus dem Baltikum, beispielsweise Riga oder dem heutigen Tallinn. Moskauer Gäste konnte er ebenso begrüßen wie Besucher aus St. Petersburg oder sogar New York. Obwohl Staringer, wie erwähnt, als Autodidakt begann, entwickelte er sich selbst überaus beachtlich weiter und hatte dazu eine Menge Ideen. Er konstruierte damals eine sogenannte Lichtbadeeinrichtung. Dieses Prinzip, man höre und staune, wird so ähnlich noch heute beim Hautarzt in Bestrahlungskabinen verwendet. Und so wurde aus unserem Grüna der Luftkurort Bad Grüna.
Leider war diesem Projekt kein Happy End beschienen, sondern eher das Gegenteil. Wie und warum es mit diesem Genie Staringer und seinem Kurbad bald wieder vorbei war, das könnt ihr alles in diesem wunderbaren Buch über Grünau und seiner Geschichte nachlesen. Der Herausgeber ist der Heimatverein Grünau, welchem ich an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte. Zum einen für die tolle Zusammenarbeit, für die vielen Informationen und auch für die Genehmigung, historische Fotos von ihrer Homepage herunterzuladen und zu verwenden. Den Link zu dieser Homepage findet ihr wie immer in der Beschreibung zum Video. Wer übrigens an der Klinik Carolabad keinen Parkplatz findet, der kann auch gern hier am Forsthaus parken und diesen kleinen Spaziergang von hier beginnen. Wir folgen jetzt zunächst der Rabensteiner Straße abwärts und genießen das Ambiente von unserem Grünau. Und erneut fällt uns das Wanderzeichen für den Baumgartenrundweg auf. Doch was hat es mit diesem Ernst Georg August Baumgarten nun auf sich? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, euch von ihm zu erzählen. Und ich denke, wir lassen deshalb den oben erwähnten Heimatverein Grünau als die Experten schlechthin nicht nur zum Thema fliegender Förster selbst zu Wort kommen. Dazu unterbrechen wir an dieser Stelle unseren Spaziergang und begeben uns ins Rathaus von Grünau. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen hier im Rathaus in Grünau in unserer Gedenkausstellung unseres bekanntesten Einwohners von Grünau, Ernst Georg Baumgarten. Der Heimatverein Grünau hat die Ausstellung 2019 konzipiert, komplett neu, und seitdem ist die Ausstellung jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und wir ehren praktisch unseren bekanntesten Einwohner von Grünau, der als Revierförster in Grünau tätig war, als Oberförster und in seiner Freizeit Luftschiffe konzipiert hat und gebaut hat und ausprobiert hat. Baumgarten hat 13 Patente angemeldet und hat bereits 20 Jahre vor Zeppelin erfolgreich Modelle starten lassen in Grünau. Ja, unser Oberförster Ernst Georg Baumgarten mit seinem Dienstsitz in Grünau hat sich in der Freizeit also mit Luftschiffen befasst, und Hintergrund war der, dass es zu dieser Zeit viele Ballone gegeben hat, Gas gefüllt, Wasserstoff gefüllt und so weiter. Und Baumgarten gesagt hat, was nützt mir es, wenn ich aufsteige und der Wind weht mich in eine Richtung und ich will aber in die andere Richtung. Und deswegen hat Baumgarten gesagt, okay, ich brauche einen Antrieb und ich brauche eine Lenkung. Und um das zu verwirklichen, hat man dann, das hat Baumgarten gemacht, viele andere aber auch, Entwickler, die Hülle gedreht, deswegen kam diese lange Zigarrenform praktisch auf den Markt. So ist dann praktisch das Luftschiff entstanden und Baumgarten war der Erste, der die Lenkbarkeit eines Luftschiffes nachweisen konnte. Baumgarten war bereits Ende der 1870er Jahre mit Luftschiffen aktiv und damit 20 Jahre vor Graf Zeppelin. Graf Zeppelin wurde dann 20 Jahre später deswegen erfolgreich, weil es dann von Maybach bereits Motoren gab und diese kleinen Motoren kamen ins Luftschiff und somit war ein Antrieb gegeben und das Ganze hatte Erfolg. Leider fehlte das Baumgarten 20 Jahre zuvor und man hat Baumgarten also ausgelacht und verspottet und Baumgarten ist dann mit nur 47 Jahren in Kolditz verstorben in der Irrenanstalt und hat leider die Epoche der Luftschiffe nicht mehr miterleben können. Ja, und wenn Sie mehr sehen wollen, dann kommen Sie einfach nach Grünau ins Rathaus in unsere Baumgarten-Gedenkausstellung. Jeden Samstag ist geöffnet oder bei Voranmeldung gerne auch zu jeder anderen Zeit. Da für heute jedoch nur ein kleiner Spaziergang geplant ist, laufen wir die Limbacher Straße abwärts, bis wir die Dorfstraße erreichen. Dort biegen wir nach links ab. Ich liebe das Flair, welches diese Straße ausstrahlt. Was es allerdings mit dieser Bergbaulore mitten im lauschigen Grünau auf sich hat, das werde ich euch in einem späteren Film erzählen. Wer es möchte, der kann auch gerne einen kleinen Abstecher zum Polstermühlenteich machen. Von der früheren Polstermühle ist allerdings nichts mehr zu finden. Ansonsten führt unser Weg weiter, bis wir die Ortsgrenze zwischen Grünau und Chemnitz erreichen und damit die Teichstraße.
Über die Rabensteiner Straße ist es nicht mehr weit zu unserem Ausgangspunkt bzw. Ziel. Wer möchte, kann aber auch noch in dem Gartenheim Waldfrieden einkehren. Auch wenn es heute nur ein kleiner Spaziergang war, so hoffe ich, ihr hattet dennoch euren Spaß. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben bzw. ein Abo, selbstverständlich kostenlos, sehr freuen. Bis bald zu unserer nächsten Tour hier in unserer schönen Heimat bzw. auf der Pilgerreise in Richtung Rom. Ciao!